Hi zum zweiten Teil des Unbox-Booms der Precisio CS70 EB im Set. Den ersten Teil findet ihr da unten in der Videobeschreibung. Schiebeschlitten ist angebracht, wir kommen zum nächsten Teil. Jetzt habe ich mir kurz einen Pulli angezogen. Nee, es ist schon der nächste Tag. Es war ein bisschen länger. Jetzt geht's mit dem Parallelanschlag weiter. Zack. So, eingepackt. Viel Verpackung für wenig Inhalt, aber muss halt auch sicher transportiert werden. Okay, mit Feineinstellung und allem drum und dran. Das Ding ist auch vom Gewicht her auch sehr stabil. Also, ich bin mal sehr gespannt. Ich lege ihn mal auf. Dabei ist auch wieder eine Bedienungsanleitung. Okay. Nicht zu vergessen, der kleine Schraubkopf. Ich setze ihn jetzt mal an und bin mal sehr gespannt, wie parallel der ist. Okay. Es ist doch nur ein Parallelanschlag. Ich glaube, ich muss doch die Bedienungsanleitung lesen. Gar nicht so schwer. Oh, aufschieben. Okay. Jetzt aber noch richtig aufschieben. So, jetzt aber. Okay, das soll fest sein. Nicht zu vergessen, der kleine Schraubkopf. Hiermit machen wir ihn richtig fest. Ja, das ist ein Parallelanschlag. Top! So funktioniert er. Er ist einmal hier hinten verklemmt, unten drunter. Wenn ich ihn hier hinten festziehe, andere Seite. Also, hier wird hinten festgemacht, hier wird unten festgemacht. Dann gibt es hier die Feineinstellung, wo ich nochmal Millimeter genau den Anschlag im Ganzen von rechts nach links verschieben kann. Des Weiteren ist hier noch einmal die Anschlagspitze befestigt. Hier lösen und dann einmal hier raus. So wieder festmachen. Top. So viel zum Parallelanschlag, den ich, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt im ersten Blick echt top finde. Wir haben hier auch die parallel laufenden Rillen im Tisch. Das heißt, die sind wirklich auch parallel zum Maßband. Bedeutet, das ist schon mal so eine grobe Einrichtung, und dann kann ich natürlich noch mit dem Zentimetermaß genau den Abstand zum Sägeblatt abmessen und bin dann definitiv immer parallel. Das werde ich später dann bei den ersten Testschnitten natürlich auch ausprobieren, wie exakt der denn wirklich ist. Aber mit der Feineinstellung denke ich, müsste das echt top sein. Und das Ding ist echt wirklich im Verhältnis zum Tisch richtig fest. Also wirklich richtig, richtig fest. Da verschiebt sich gar nichts mehr. Top. Daumen hoch. Jetzt noch eine Kleinigkeit zwischendurch, und zwar die Feineinstellungen am Tisch. Die möchte ich euch ganz kurz einmal zeigen. Ihr seht hier nochmal die Feineinstellung des Zentimetermaßes. Das ist wirklich top, weil es geht nach links und rechts. Je nach Breite des Sägeblattes kann ich das Ganze verschieben. Es sind kleine Kreuzschrauben, die ich einfach ganz leicht lösen kann und dann sofort wieder den Nullpunkt neu setzen. Nach rechts und nach links weiter. Thumbs up.
Kommen wir zum nächsten Teil, dem Anbautisch für die Verlängerung nach hinten. Was mir jetzt schon direkt auffällt, ist, wohin mit den ganzen Anbauteilen, wenn ich sie nicht brauche. Es gibt keine Haken, keine Befestigungen am Tisch selber. Nicht darunter, nicht an den Seiten, wie bei vielen anderen Modellen, wie zum Beispiel der Bosch GTX 10, wo ich an der Seite einen Parallelanschlag einstecken kann, wo ich die Schiebehilfe einstecken kann. Da gibt es hier gar nichts. Niente. Jetzt wird es wieder interessant, weil ich habe jetzt einmal hier diesen Ring dabei, aber quasi von dem Aufbau vom Seitentisch, wie ich gerade sagte, auch nochmal. Dann Klemmvorrichtungen, 2 Schrauben, 2 Kontermuttern, die kennen wir schon, die gehen leicht verloren. Und das restliche Stück. Bedeutet, wieder Bedienungsanleitung lesen. Ich mache einfach. Die Bedienungsanleitung ist einfach nur Kauderwelsch. Sorry. Jetzt verstehe ich das Problem. Also hierfür und hierfür muss ich jetzt erstmal am Tisch die Befestigungen anbringen. Doch wieder Bedienungsanleitung. Jetzt weiß ich, wofür es ist. Dieser Part ist genauso dick wie dieses Ding. Bedeutet, wenn ich den Rollschlitten dran habe, dann muss ich auf jeden Fall das als Konterstück hier anbringen, damit diese Entfernung von dem Element genauso weit weg ist wie dieses. Ich bin mal gespannt, ob es funktioniert. Bedeutet, diese kantige Kontermutter wird von hinten eingeführt und der Aufbau sieht folgendermaßen aus. Schraube, Abstandshalter, also Abstandsring, einmal hier einführen und anziehen. Hier kann dann über die Höhe, weil es ein Langloch ist, weil es ein Langloch, ein Ovalloch ist, über die Höhe justiert werden, ob der Tisch hier parallel mit der anderen Tischfläche ist oder nicht. Die Schraube muss ich natürlich jetzt lösen, um den Anschlag mit einzubringen. Ich mache es noch nicht allzu fest, damit wir nachher noch etwas justieren können. Diese Teile kann man so aufdrehen, bedeutet, die drehe ich mir jetzt hier einmal runter, plus die drehe ich einmal auf, um mich quasi dazwischen zu stecken. Jetzt kommt der Tisch dran. Ist gar nicht so leicht. Erstaunlich, aber es passt fast direkt. Top, nicht schlecht. Und es fühlt sich auch noch sehr, sehr stabil an. Wow, ich hätte es nicht gedacht, aber es passt fast direkt. Top, kann ich nur sagen. Es ging relativ schnell. Es ist auch sehr intelligent gemacht, weil der Parallelanschlag passt natürlich trotzdem noch dran und kann weitergeführt werden hier einfach. Das Ganze muss natürlich noch ein bisschen fein justiert werden, aber das ging echt sehr, sehr schnell. Top. Das Krasse ist, die CS70 wird immer größer, also auch immer geiler, um größere Sachen zu schneiden. Jetzt kommt das letzte Teil im Set, die Tischverbreiterung. Bisschen gespannt. Bedienungsanleitung oder einfach so? Bedienungsanleitung. Wow, es sind ja gar keine Schrauben dabei. Einfach nur ein bisschen Standardwerkzeug. Ich lasse die Verpackung jetzt mal zu. Ist das gleiche System wieder. Und genauso schwer. Also auch hier erst wieder aufschrauben. Und hier weiß ich noch nicht, was ich da mache. Ich weiß noch gar nicht, warum das da so ist. Haha.
Zack. Zack. Ich weiß, warum es nicht passt, aber da nehme ich mir kurz einen kleinen Imbus. Zack. Einmal kurz hier entspannen. Was man sieht ist, es ist hier eine kleine Delle drin und hier geht es runter. Das müssen wir jetzt ausgleichen. Hier muss einfach das so weit nach außen geschraubt werden, damit es höher kommen kann. Und somit der Anstellwinkel von hier nach oben geht. Jetzt weiß ich auch, warum das ganze Werkzeug dabei ist. Huiuiuiuiui, da passt mein Finger durch. Das ist jetzt echt wirklich ganz schön viel gefrickelt. Ich hoffe, dass es auch irgendwann passt. Der ganze Tisch ist jetzt so gerade, so gerade, so gerade. In alle Richtungen gerade. Top, die Watte quillt. Es ist geschafft. Alles aufgebaut. Nee, eins fehlt noch, der Absaugschlauch. Top, den machen wir jetzt noch dran. Keine Ahnung, wo das hinkommt. Passt nur nicht auf meinen Absaugschlauch. Alles ist aufgebaut und die Säge wird zum ersten Mal angemacht. Ich fahre sie aber auf die Neutralposition hinten zum Einrasten und super. Sogar die Blattbremse funktioniert. Top. Ich werde mal den ersten Schnitt machen. Sauberer, feiner Schnitt. Top. Tada, es ist vollbracht. Die Säge ist aufgebaut. Trotz vieler Anleitungen in Chinesisch, Koreanisch, Arabisch und Deutsch habe ich sie nicht gebraucht und es auch so geschafft. Jetzt geht's weiter mit dem Test der Säge. Dieses Video werdet ihr in den Toolbooms finden. Ach ja, wenn euch dieser Unbox-Boom gefallen hat, dann lasst doch ein Abo hier und kommt bald wieder vorbei, wenn es heißt Bau, Boom, Bang. Ich bin der Kopfabmann. Natürlich nicht. Ich will euch so viel wie möglich von der Maschine zeigen und deshalb ist das mit dem Bildausschnitt manchmal ganz schön eng.